Heute zeigen wir euch die Anbindung von Session Link Pro an Pro Tools auf dem Mac mit Hilfe eines Hauptgeräts. Auf diesem Wege lässt sich eine rein digitale, bidirektionale Verbindung beider Programme herstellen und das ganz ohne zusätzliche Kosten. Benötigt werden dafür zwei virtuelle Audiotreiber, zum Beispiel Blackhole oder auch Soundflower auf älteren Macs. Nach der Installation der virtuellen Treiber, in meinem Fall Blackhole, gehen wir als erstes ins Audio-MIDI-Setup. Dort legen wir ein neues Hauptgerät an und benennen es sinnvoll. Im Hauptgerät aktivieren wir unser Audio-Interface und die beiden virtuellen Treiber. Oberhalb der Auswahlliste sehen wir nun die Kanalzuordnung im Hauptgerät. Eingangskanal 1 entspricht dem Eingang meines Audio-Interfaces und die Ausgangskanäle 1 und 2 den Ausgängen meines Audio-Interfaces. Beides in Rot dargestellt. In Blau sehen wir die Kanäle, die zu Blackhole 2 Channel gehören, also Eingänge 2 und 3 sowie Ausgänge 3 und 4. Blackhole 2 Channel werden wir verwenden, um die mit Session Link Pro empfangenen Signale an Pro Tools weiterzuleiten. In Grün dargestellt sind die Kanäle für Blackhole 16 Channel. Wir benötigen jeweils nur die ersten beiden Eingangskanäle 4 und 5 bzw. Ausgangskanäle 5 und 6. Wir nutzen Blackhole 16 Channel zum Senden mit Session Link Pro. Unter Umständen muss für die beiden Blackhole-Treiber noch die Driftkorrektur aktiviert werden. Wir lassen das aber jetzt erstmal außen vor. Außerdem sollte geprüft werden, ob alle beteiligten Audio-Interfaces und virtuellen Treiber auf derselben Sample Rate laufen. Als nächstes wechseln wir zu Pro Tools mit einer leeren Session. Als Playback Engine wählen wir das neu erzeugte Hauptgerät aus. Nun stehen uns sämtliche Kanäle des Audio-Interfaces sowie die Kanäle der virtuellen Audiotreiber zur Verfügung. Für unser Setup benötigen wir 3 normale Audio-Tracks. Wir legen uns dafür 3 Mono-Tracks an. Der erste Track wird für die Aufnahme des Sprechers konfiguriert. Der zweite Track wird für die Wiedergabe bereits aufgenommener Tags verwendet. Der dritte Track ist für unser Talkback zuständig, da dieses auch über Pro Tools geroutet werden muss. Als erstes konfigurieren wir die Aufnahmespur. Für den Input wählen wir In2, welcher dem ersten Eingangskanal des Blackhole 2 Channel entspricht. Der Output geht auf unsere Studiomonitore. Um das mit Session Link Pro empfangene Signal hören zu können, aktivieren wir das Input Monitoring. Und natürlich muss die Spur für die Aufnahme scharf geschaltet werden. Die Playback-Spur benötigt keinen Input, daher deaktiviere ich den Input der Übersicht halber. Der Output wird, wie auch bei der Aufnahmespur, auf die Abhöre geroutet. Damit auch der Sprecher das Playback hören kann, routen wir die Signale zusätzlich über einen Send auf den Out 5.6, welcher den ersten beiden Ausgangskanälen des Blackhole 16 Channel entspricht. Über den Fader kann der Sendepegel unabhängig vom lokalen Wiedergabepegel angepasst werden. Die Talkback-Spur erhält ihr Signal vom Talkback-Mikrofon. Bei mir kommt das über In1. Der Output geht auf den Out 5.6. Wir verwenden hier direkt den Output für das Routing zu Session Link Pro, da wir das Talkback-Mikrofon natürlich nicht selbst hören wollen. Zusätzlich muss das Input Monitoring aktiviert werden. Wir sehen im Metering das Signal des Talkback-Mikrofons. Damit ist das Pro Tools Setup bereits erledigt. Wir wechseln jetzt zu Session Link Pro und loggen uns ein. Wir konfigurieren im Bereich Audio MIDI Devices die Audio-Ein- und Ausgänge. Für den Audio-Input nehmen wir den Blackhole 16 Channel Treiber. Im Sendmeter sehen wir bereits, dass die Signale des Talkbacks über Blackhole 16 Channel an Session Link Pro weitergeleitet werden. Die mit Session Link Pro empfangenen Signale müssen jetzt noch an Pro Tools weitergeleitet werden.
Dafür wählen wir bei Audio Output den Blackhole 2-Channel-Treiber. Damit ist das Setup komplett. Um das vollständige Setup zu testen, verschicken wir einen Session-Link an den Gast und starten die Verbindung. Im Receive-Meter sehen wir nun das Empfangssignal. Es wird über Blackhole 2-Channel an Pro Tools weitergeleitet und steht dort über den In2 in der Aufnahmespur zur Verfügung. Das ankommende Signal kann jetzt aufgenommen werden. Zur Wiedergabe ziehen wir den aufgenommenen Take auf die Playback-Spur. Über diese Spur kann er über die lokale Abhöre wiedergegeben werden und zusätzlich über den Send via Session Link Pro zum Sprecher gesendet werden.